Wir bauen uns heute eine Vorrichtung für die Oberfräse mit Mehrfachnutzen, um zum Beispiel solche Verbindungen herzustellen oder auch Fingerzinken ganz einfach fräsen zu können. Aber diese Vorrichtung kann auch noch mehr. Seid gespannt, wenn euch das interessiert, dann bleibt's dran. Boy Leute, jetzt haben wir uns schon verdammt lang nicht mehr gesehen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Jens. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen und könnt ihr auch gern mal unten gleich mal in die Kommentare reinballern, wie es euch da draußen so geht und wie ihr das neue Jahr gestartet habt. So Leute, wir starten gleich im neuen Jahr mit einer Fräsvorrichtung. Mit einer Fräsvorrichtung, die man, ja ich sage jetzt mal, mehrfach nutzen kann. Also man kann mit dieser Vorrichtung mehrere Sachen fräsen. Nur ein kleines Beispiel, ich möchte gar nicht zu viel vorgreifen, und zwar, wie würdet ihr solche Hölzer miteinander verbinden, die wirklich richtig sauber verbunden seid? Flachdübelfräse? Nee, habe ich nicht. Also kommt da doch einfach nochmal die Fräse ins Spiel. Oder wie mache ich zum Beispiel Fingerverzinkungen, richtig schöne Fingerverzinkungen oder Kreisefräsen oder. Und das kann man alles mit dieser Vorrichtung machen. Also eine eierlegende Wollmilchsau in einem gewissen Bereich. Und die wollen wir uns heute einfach bauen. Ich möchte aber nicht zu weit vorab greifen, denn ich möchte erstmal die Vorrichtung mit euch zusammen bauen und danach möchte ich es erklären. Denn ich bin jetzt noch gar nicht so hundertprozentig sicher, wie ich sie baue, wie sie am Schluss wird. Das wird sich im Bau einfach zeigen, was ich mache. Schaut das Ganze euch einfach mal an. Wir werden danach das Ganze natürlich testen und dann werde ich euch das Ganze erklären, warum ich das so gebaut habe und was ich vielleicht auch besser machen würde. Also, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
So meine Lieben, die Vorrichtung ist fertig, richtig cool und es ist gar nicht so schwer, das Ganze zu bauen. Aber Leute, bevor ich jetzt euch sage, wie ich das Ganze gebaut habe, nein, wie habt ihr gesehen? Aber die ganzen Maße und so weiter, das möchte ich euch noch gar nicht nennen, das machen wir am Schluss des Videos, denn ich möchte zuerst testen, ob diese Vorrichtung überhaupt funktioniert und ob ich sie vielleicht doch nochmal umbauen würde oder anders bauen würde. Dazu werden wir jetzt den ersten Test machen und zwar billige Untersetzerfräsen. Hört sich jetzt wirklich billig an, aber wartet einfach mal ab. Die schauen am Schluss richtig cool aus und wenn es funktioniert natürlich und dann werden sie doch gar nicht mehr so billig sein. Also seid gespannt. Und ach ja, bevor dann wieder Fragen kommen, Leute, was hast du da verwendet und so weiter. Alles, was ich im Video verwenden werde, auch den Fräser, die Fräser und, das werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich auch nachher das Öl, wenn die Untersetzer richtig funktioniert haben, dieses Heliacare Bioöl und vor allem auch diese Vorrichtung. Das ist ja eine Vorrichtung, die habt ihr vielleicht an der Tischkreissäge gesehen, um ganz dünne Streifen zu schneiden. Das werde ich euch natürlich auch verlinken, da gibt's auch ein Video dazu. Also schaut da mal rein. Geölt sind sie, schauen richtig cool aus. Ich hole euch jetzt mal her und zeige sie euch. Die sind doch jetzt mal echt super geworden und die sind vor allem schnell zum Fertigen. Gar kein Stress. Einmal Buche 12 mm Fräserabstand, einmal Fichte mit 16 mm Fräser und den Abstand könnt ihr natürlich selber wählen. Ihr müsst es nicht die gleiche Fräsbreite haben oder den gleichen Abstand haben, wie der Fräser ist. Das schaut halt dann einfach anders aus vom Muster, aber da könnt ihr selber einfach mal ein bisschen rumprobieren. Um auf die Tiefe zu kommen, also die Fräse müsst ihr so oder den Fräser müsst ihr so einstellen, dass ihr die Hälfte vom Holz habt und somit kommt dann dieser Effekt zustande. Da könnt ihr auch noch einen halben Millimeter drüber gehen, dass ihr auf der sicheren Seite seid. So meine Lieben, das war das erste Projekt mit dieser Vorrichtung. Diese Untersetzer sind ja total super einfach und schnell gemacht. Die legen wir jetzt mal beiseite. Wir kommen zum nächsten, was wir mit dieser Vorrichtung auch machen können. Und zwar habe ich hier zwei Klötze. Wie verbinde ich diese Klötze so miteinander, dass sie dann richtig schön sauber miteinander verbunden sind? Leimen, Schrauben, wie auch immer. Wie macht es ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Natürlich. Wer eine Flachdübelfräse hat, damit funktioniert es ja auch super toll, aber nicht jeder von euch hat natürlich eine Flachdübelfräse daheim. Deshalb wollen wir jetzt mal versuchen, und zwar mit dieser Vorrichtung, diese beiden Klötze mit richtig schönen Nuten zu verbinden. Im Endeffekt ist es so wie so ein Zapfen machen und die dann richtig schön sauber zu verbinden. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch richtig gut mit dem funktioniert. Ich habe jetzt mal meine Fräse schon vorbereitet und zwar werde ich das mit einem 10er Fräser machen. Also habe ich da halt auch meine 10er Leiste drauf gemacht und habe auch diesen Abstand 10 mm gewählt zum Fräser und der muss wirklich absolut genau sein.
Jetzt zeige ich es euch nochmal schnell hier. Das ist die 10 mm Leiste, das ist ein 10 mm Fräser und das ist auch eine 10 mm Leiste, die ich hier reinlege. Und ihr seht, kommen ganz genau kommen wir da hin. Also das heißt, wir bewegen uns ganz leicht und so soll der Fräser dann oder diese Vorrichtung dann eingestellt werden. Gut, jetzt werden wir mal unser Holz einspannen und werden das erste Holz mal fräsen. So, um diese zwei Holzstückchen geht's. Die wollen wir so miteinander schön richtig sauber verbinden. Und zwar fangen wir mal mit dem ersten an. Das erste müssen wir jetzt erstmal einspannen. Und dann werden wir mit unserer Fräse, wie gesagt, ist alles auf 10 mm eingestellt und werden das erste jetzt erstmal fräsen. So meine Lieben, und zwar wir haben es ja jetzt so gefräst, so schaut das Ganze aus mit einem Achter, mit einem Zehner, je nachdem wie breit natürlich euer Holz ist klar, da geht es nicht ganz raus. Gut, jetzt war das ja so eingespannt, wir haben ja auf dieser Kante unseren Anschlag gehabt und haben dort die erste Fräsung gemacht. Das ist wichtig, dass ihr dann auf den anderen Klotz auf diese Seite legt und den können wir jetzt erstmal zusammen zwingen. Gut, jetzt ist es schön miteinander verbunden. Jetzt ist es wichtig, entweder startet ihr von dieser Seite mit dass der Fräser auf dieser Seite hier ist, also hier die Leiste rein, hier der Fräser, oder ihr dreht das Ganze und jetzt ist dann so, hier die Leiste und hier der Fräser. Also darauf achten, wie ihr weiter fräst. Und jetzt müsste das theoretisch passen. Ich bin mal gespannt. Die Spannung steigt. Schauen wir mal, ob es passt. Jetzt bin ich selber gespannt. Jo, aber sowas von, seht ihr das? Da noch Leim rein, überhaupt kein Stress. Also es ist mal richtig sauber verarbeitet. Und vor allem, schaut's mal, ich kann da mit dem Fingernagel drüber gehen. Überhaupt keine Kante, gar nichts. Also das ist ja mal super sauber miteinander verbunden. Also die Verbindung hat mal richtig gut funktioniert, diese Klötze. Aber man kann damit noch viel mehr machen. Man kann damit noch Fingerzinken fräsen. Das kommt jetzt nicht von mir. Das habe ich im Internet gesehen, diese Technik, wie man das Ganze macht. Und das wollen wir jetzt auch mal probieren, ob das mit dieser Vorrichtung auch funktioniert. So, aus diesen 4 Brettchen wollen wir ein kleines Kästchen machen mit Fingerverzinkung. Wollen wir mal schauen. Wie gesagt, es ist nicht von mir. Ich habe es auch nur im Internet gesehen mit diesen Abstandshaltern und so weiter und so fort. Wir haben mal wieder den 10 mm drin. Den lasse ich jetzt auch gleich drin mit der 10 mm Leiste. Das müssen wir wieder so einstellen, den Fräser. Also sprich 10 mm Fräser drin. Die Leiste muss hier richtig schön saftig ansetzen und das müssen wir so einstellen und jetzt kommen wir dann zu dieser Technik, die ich gesehen habe. Und zwar nimmt sie halt Bohrer, 10 mm Bohrer oder nimmt auch diese Leiste her, also fangen wir mal mit der Leiste an und nehmen dann noch einen Bohrer dazu, sind ja beide 10 mm. Jetzt müssen wir das Ganze dorthin legen, schön aneinander bringen und dann, ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Huch! Funktioniert. Jetzt müssen wir das gerade noch hinkriegen, dass das alles schön gerade ist. Ach, dann nehme ich mal einen Winkel dazu und drücke es einfach hin. So, und wenn wir das jetzt richtig schön zusammen haben, nehmen wir eine Zwinge und zwingen das Ganze einfach mal zusammen. So, jetzt schaut das Ganze so aus, so müsste es passen. Da werde ich dann nachher auch noch eine Zwinge von oben noch ein bisschen hinmachen. Und das Ganze spannen wir jetzt in den Schraubstock. Aber hier oben sehe ich, ja, da mache ich nochmal da die kleineren hin. Die mache ich weiter unten hin, dass ich reinfräse. Und den Fräser von der Tiefe müsst ihr natürlich so einstellen, dass ihr die Holzstärke habt. Also ihr versteht, was ich meine. Diese Tiefe vom Fräser muss mindestens die Holzstärke sein oder so einen halben Millimeter drüber sogar. Gut, wir können jetzt im Endeffekt losfräsen. Ich bin jetzt selber mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert.
wenn wir da dann durchfräsen. Schauen wir mal. Naja, also ich bezweifle jetzt mal, dass das richtig funktioniert hat. Schauen wir mal. Also, dann machen wir das Ganze mal auf und versuchen das Ganze mal zusammen zu machen. Aber mir hat es da ein paar Ausrisse gegeben. Ja, ganz ehrlich, ich habe auch nicht den richtigen Fräser genommen. Der hätte jetzt einen besseren Fräser nehmen müssen. Naja, gut, okay. Jetzt schauen wir mal. Hier schaut es schön aus, aber hier an den Seiten, naja. Wir probieren es jetzt mal zusammenzubauen. So, die Spannung steigt. Ah ja, so schlecht ist es gar nicht. Nach Schleifen müssen wir so noch. Schaut's mal, wenn man das jetzt mal zusammen macht. Also ein halber Millimeter ist es da noch ein bisschen Luft. Hier passt's eigentlich relativ gut. Ja, jetzt schauen wir mal. Machen wir es mal zusammen. Werden es dann mal schleifen. Ich werde es dann noch mal versuchshalber einfach mal noch mal eine bauen. Und dann auch schon mal schleifen und dann werde ich es euch mal zeigen. Na, geht's mal rein? Jawohl. Also eng ist es auf jeden Fall. So. So, jetzt haben wir beide geschliffen. Ich habe noch ein zweites gemacht, um zu testen, ob es dann noch genauso gut funktioniert oder nicht. Also ich muss sagen, es ist in Ordnung. Ich bin ein bisschen Besseres gewohnt. Ich habe mal einen kleinen Frästisch gebaut, wo das richtig gut funktioniert. Kann ich euch mal oben oder unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz okay. Ich habe hier im Holz irgendwo, wo habe ich das denn hier? Hier habe ich ein paar Ausrisse drin gehabt vom Rausfräsen. Das liegt aber, glaube ich, eher am falschen Fräser. Also da müsst ihr schon gute Fräser verwenden. Da ein kleiner Ausriss drin. Sieht man es? Ja, man sieht es natürlich schon ein bisschen, das ist ganz klar. Aber sonst im Großen und Ganzen ist es doch ehrlich gesagt ganz gut geworden. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Qualität hier findet. Und ja, bin ich mal gespannt. Stopp Leute, wir sind noch nicht am Ende und zwar ist mir gerade noch was eingefallen. Ich habe es schon umgesetzt und zwar will ich mit dieser Vorrichtung auch noch Kreise fräsen können. Und zwar so eine Kreisfräsvorrichtung daraus auch noch zu machen. Also Punkt Nummer 4, was wir damit auch noch machen können. Wen es interessiert, natürlich ist es dann mit Loch, das ist klar in der Mitte. Wen es interessiert, wie das Ganze ohne Loch funktioniert an der Bandsäge, der soll doch mal dieses Video da oben anschauen oder unten in der Videobeschreibung werde ich es euch verlinken. Ich habe es auch schon mal ohne Loch mit der Bandsäge hinbekommen. Schaut es euch einfach nochmal an. Jetzt probieren wir aber diese Vorrichtung mal. Ich zeige sie euch schnell und dann werden wir schnell mal fräsen, ob das funktioniert. So Leute, was habe ich gemacht? Das wollen wir jetzt einfach mal anschauen. Ich habe hier Bohrungen gesetzt. Das ist ein Regalbodenpin mit 5 mm Durchmesser, also 5 mm Bohrungen und diesen Fräser, das ist jetzt ein 6 mm Fräser zum Kreisefräsen drin. Den kann ich ja von der Seite bis der Seite kann ich den ja 3 cm hin und her schieben. Somit habe ich alle 3 cm hier eine Bohrung gesetzt und ich kann eine minimale Größe von 8 cm fräsen an Kreis und eine maximale Größe, das kommt natürlich immer darauf an, wie groß ihr das Ganze macht und wie groß ihr diese Bewegung hier macht, kann ich jetzt mit dieser Vorrichtung 44 cm an Durchmesser von Kreisen fräsen. Also ich bin mal gespannt, ob es funktioniert.
Oh, schaut's mal, Leute, ist richtig perfekt geworden. Ja, mein Klebeband hat nicht richtig gehalten. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das wisst ihr doch. Aber wenn man da ein vernünftiges Klebeband benutzt, dann hält es auch. Aber es hat super funktioniert. Ihr seht es, wie schön sauber das ist. Also mit dieser Vorrichtung kann ich jetzt auch in Zukunft noch Kreise fräsen. Boah, das ist ja mal richtig super eigentlich. Leute, ich kann da jetzt mit 4 verschiedene Sachen machen, Anwendungen. Vielleicht gibt es da noch mehr Anwendungen. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wenn euch da noch was dazu einfällt, was man noch da umbauen könnte an dieser Vorrichtung. Ich finde es mal gar nicht so schlecht, aber ich schulde euch noch eine Erklärung, wie große ich gebaut habe und warum ich das so gebaut habe, was ich verwendet habe und vor allem, was ich vielleicht noch ändern würde. So Leute, was habe ich verbaut? Wie habe ich es gebaut? Und zwar habe ich eine Länge gewählt von 28 cm auf 9 cm. Und zwar komme ich da gleich mal zum Sprechen drauf. Ich würde euch empfehlen, diese Vorrichtung auf jeden Fall noch ein bisschen breiter, so 1 cm bis 1,5 cm breiter zu machen. Denn ich habe dann doch eine bessere Auflagefläche, dass ich irgendwie nicht so kippeln könnte. Und deshalb empfehle ich es euch definitiv breiter machen und ich würde sie auch beim Neubau breiter machen. Gut, was habe ich hier genommen? Und zwar diese Leisten, die müssen ja wirklich exakt richtig schön auf die Fräser passen. Diese Leisten sind M4-Schrauben, diese kleinen. Und hier sind M4 Einschraubgewinde im Holz reingemacht worden. Da passen die M4 richtig rein. Die Leisten sind hier nochmal Senkkopf. Haben die bekommen, Senkkopfschraube, damit die Schraube schön versenkt ist und nicht irgendwo hängen bleiben kann. Also darauf müsst ihr auch achten. Gut, da noch eine Sterngriffschraube. Eins muss ich euch auch noch sagen, und zwar ist es mir einmal passiert, diese Schrauben, die müssen einfach fest sein. Also ich habe da nicht hundertprozentig festgedreht und dann plötzlich hat es gewackelt. Aber ihr seht es selber, wenn das jetzt wirklich festgeschraubt ist, hier wackelt überhaupt nichts an dieser Vorrichtung. Also es passt richtig gut und man muss es einfach nur richtig schön fest machen, diese Schraube hier vor allem, dann ist es überhaupt kein Stress und da bewegt sich dann gar nichts. Der Vorteil an dieser Vorrichtung ist halt wirklich, wir haben jetzt mehrere Funktionen mit dieser Vorrichtung und vor allem, es gibt ja auch andere Vorrichtungen, die schauen so ähnlich aus, aber das Problem ist, dass ich jetzt nicht diese verschiedenen Leisten drauf machen kann und das finde ich als Vorteil, das ist mir leider kaputt gegangen, das finde ich den Vorteil, dass ich hier einfach verschiedene Leisten drauf machen kann. 8 mm, 10 mm, 12 und so weiter. Je nachdem, was ihr für Fräse habt und was ihr verwenden wollt. Und das finde ich mal richtig cool und dass man das Ganze auch nochmal dann einstellen kann. Eure Meinung interessiert mich. Ballert mal unten alles in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt oder was ihr noch für Ideen habt und so weiter und so fort. Ballert mal unten alles rein. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Teilt dieses Video, lasst dem Video einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht mehr, dann verpasst ihr kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.